Hallo und schön, dass ihr uns heute auf dieser ganz besonderen Strecke begleitet. Wir starten hier in Tupiza und fahren dann über San Pablo de Lípez weiter in den Nationalpark nach Quetena Chico. Von dort geht's kurz zu Laguna Colorada, also nur fast, und dann ist der weitere Plan, nach San Pedro de Atacama zu fahren. Das kommt dann aber im nächsten Video. Das wird ein richtiges, großes Abenteuer und deswegen fangen wir gleich mal an. Und wie könnte es auch anders sein? Wir haben mal wieder eine Wasserflasche verloren. Das muss man noch mal probieren, ne? Taxi. Da die Wasserflaschenrettung kommt. Ah, super. Danke. Ich probiere es mal jetzt hier drunter. Ja. So vielleicht. Mal gucken. Eigentlich wollten wir uns in Tupiza noch länger von den Strapazen aus Argentinien erholen, aber dann gab es so ein günstiges Wetterfenster, wo relativ wenig Regen vorhergesagt war für die Gegend des Nationalparks, dass wir dachten, das müssen wir ausnutzen und deswegen ging es auch gleich schon wieder los. Wir haben also schnell unsere Motorräder waschen lassen, alle Tanks und Kanister, die wir hatten, mit Benzin aufgefüllt, Feschbar eingekauft, das wir jetzt hier in dieser kleinen windgeschützten Ecke genießen konnten. Das sind Nikos heißgeliebte Salteñas mit Gulasch gefüllte Teigtaschen. Jetzt schaut euch diese herrliche Weite an. Und dann hat Petra diese Steine entdeckt. Ich weiß natürlich nicht, was für ein Stein das ist, konnte das auch in meiner schnellen Recherche nicht herausfinden, habe aber 2 kleine Brocken davon mitgenommen, die in meiner Tasche aber ziemlich zerbröselt sind. Hier sind wir schon wieder auf über 4000 Metern. Von Tupiza aus ging es ja relativ schnell in die Hochebene und da blieb es dann auch die ganze Zeit vollends. Zum Glück war das kein Problem, weil wir ja schon die Wochen zuvor ganz lange in diesen Höhen unterwegs waren. In Tupiza hatten wir unseren Gastgeber, den Santos, gefragt, ob diese Strecke gerade fahrbar ist für uns mit unseren kleinen Motorrädern und ob das auch mit den Wetterverhältnissen in Ordnung geht. Er kennt die Strecke ja gut, weil er selber oft mit Touristen dort entlang fährt. Und er hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass diese Strecke, auf der wir jetzt fahren, gut geht, die Parallelstrecke nicht, weil die in der Regenzeit zu viel Wasser in den Flussdurchquerungen hat. Und deswegen sind wir dann getrost losgefahren. Worauf er uns allerdings auch hingewiesen hat, dass die Streckenverhältnisse nicht ganz so einfach zu fahren sind, aber wirklich schön. Und er hatte mit allem recht. Und da fahren wir schon auf das erste Dorf der Strecke zu, San Pablo de Lípez. Und Wikipedia hat noch ein paar Informationen für euch. Dieses Dorf hat 212 Einwohner und liegt auf 4240 Metern Höhe. Also auch schon recht hoch. Da wir wussten, dass in diesem Dorf die eine von 2 Möglichkeiten ist, etwas einzukaufen, haben wir natürlich Wasser, Cola, Chips und Kekse gekauft. Sozusagen die Grundnahrungsmittel von uns Reisenden. Das ist bestimmt nicht schlecht hier. Hacienda. Eine Bank? Das ist ja toll. Haben Sie da einen Geldautomat? Wir können die doch fragen. Hier gibt's doch Tiendas. Oder wir wollen schon eine Cola trinken, oder? Natürlich wollten wir eine Cola trinken und Chips futtern. Und zwischendurch wurden wir sogar von einem Offiziellen, vielleicht dem Dorfvorsteher, freundlichst begrüßt. Komme ich jetzt mit dem Ding hier hoch? Habe ich einfach stecken müssen. Hat er gegrüßt? Was ist denn das für ein witziges Ding? Hey, das ist doch Militär. Das sieht ja witzig aus. Das sieht ja aus wie ein Spielplatz.
Das ist ja cool. Da muss ich ein Foto machen. Sie hat gesagt, dass die Leute... Sie glaubt nicht, dass der Arce wiedergewählt wird, weil die Leute müde von ihm sind. Das hat total gut angefangen, aber dann ist schlecht geworden. Und bei Morales meinte sie, war es auch so. Sie glaubt auch nicht unbedingt, dass sie den jetzt wählen. Arce auch nicht. Aber ich weiß auch noch nicht, wer überhaupt im Angebot ist sonst. Ja, Petra fragt immer verschiedenste Dinge, die ihr gerade durch den Kopf gehen, die einheimische Bevölkerung. Und in diesem Fall fragte sie wegen den kommenden Präsidentschaftswahlen. Und nachdem ich in Argentinien bei einer Flussdurchfahrt ganz überraschend im Schlamm stecken geblieben bin, war ich jetzt etwas vorsichtig. Aber vielleicht über die... Geht's? Weil wenn Petra ihr okay gibt und sagt, der Untergrund ist gut fahrbar, dann kann ich meine Füßchen hochnehmen. Da es langsam schon spät am Nachmittag war, haben wir angefangen, nach einem Zeltplatz Ausschau zu halten. Außerdem waren wir kurz vor dem nächsten Dorf und da wollten wir gerne am nächsten Morgen dann erst unsere Wasservorräte auffüllen. Deswegen haben wir versucht, vorher das Zelt aufzuschlagen. Ach, das ist doch ideal. Ja, das sah im ersten Augenblick wirklich toll aus, war aber total zugeschissen mit Lamakötteln. Und in der halb zerfallenen Hütte, vor der ich gerade stehe, haben wir dann festgestellt, dass es doch ein bisschen zu eng wird. Aber gleich daneben war ja noch eine Windschutzmauer und die war sehr geeignet. Übrigens hatten wir vorher den Schäfer gefragt, ob wir dort die Nacht verbringen könnten. Der hat gesagt, kein Problem, aber es wird ziemlich kalt in der Nacht. Er schien wirklich besorgt, was ich richtig süß fand. Übrigens, es wurde tatsächlich kalt, aber mit unseren neuen Schlafsäcken war das überhaupt kein Problem. Nur, dass ich mich wegen der Kälte zu dick angezogen hatte und dann, statt zu frieren, geschwitzt habe. Hast du Video? Jetzt ja. Ja, hörst du mich da überhaupt da drauf auf die Entfernung? Vor ungefähr einer Stunde oder 1,5 Stunden habe ich versucht, Kaffeewasser zu machen mit dem super tollen Benzinkocher von Primus. Fakt ist, dass ich in der letzten Zeit ständig Probleme damit habe. Entweder bin ich total zu doof oder es verrußt die ganze Zeit. Aber jetzt kocht's. Endlich. Jetzt können wir Kaffee trinken. Ah, Entschuldigung, halt jetzt hier. Das muss natürlich für die Kamera festgehalten werden. Und dann können wir hoffentlich auch kochen und ins Bettchen gehen. Und ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen besser läuft. Ich war echt mit den Nerven am Ende. Übrigens, ja, ich war zu blöd und es wurde besser. Da es dann relativ schnell sehr kalt geworden ist, haben wir uns in unser Zelt zurückgezogen. Und gute Nacht. Guten Morgen. Das heißt, jetzt im Kaff, Müll wegbringen, vielleicht eine Wasserflasche kaufen, oder? Das ist jetzt San Antonio de Lipes. Das ist richtig groß, hat 268 Einwohner und liegt auf 4.678 Metern. Das ist jetzt richtig hoch. Buen día. Una pregunta, por favor. ¿Se puede comprar una botella de agua acá? ¿Esta calle? Okay, gracias.
Ja, Petra hatte gerade gefragt, wo man hier Wasser kaufen kann. Allerdings war das dann doch ein bisschen komplizierter, das kleine Lädelchen zu finden. Na du Hund, was ist mit dir los? Das ist die Kirche. Aha. Ah, okay. Gracias. Zweiter Versuch. Hay un portón verde, ein grünes Tor. Hier ist ein Portón verde. Aber da klingeln wir doch jetzt nicht, oder? Okay, dann fahren wir noch eine Runde. Oder? Und weiter. Ach, guck mal, der Agenda hat auf. Das ist ja witzig. Na dann, frage ich mal. Gleich Motorradwäsche. Nach erfolgreichem Einkauf und mit neuen Wasserflaschen ging es dann weiter. Wir kamen diesen tollen, schneebedeckten Bergen immer näher, die Landschaft wurde immer spektakulärer und es war wirklich wunderschön. Allerdings war es auch ziemlich kalt und sehr windig. Tja, damit hatten wir natürlich nicht gerechnet. Aber es ist ein Minengebiet und natürlich kann es auch vorkommen, dass es da verlassene Minenstädte gibt. Und das war eine ziemlich große. Im Hintergrund sieht man den Cerro Lippes. Der ist fast 6000 Meter hoch und ist nach dem Uturuncu der zweithöchste Berg in dieser Gegend Boliviens. Am Uturuncu, der etwas über 6000 Meter hoch ist und auf dem Nico und ich auch schon oben waren, fahren wir nachher auch noch vorbei. Geil. Nico, komm mal zu mir. Da drin sind solche Bombeltiere. Meine Bombeltiere sind übrigens bolivianische Chinchillas, auf Deutsch Wollmäuse. Pueblo Fantasma. Das Geisterdorf.
wenn die hier natürlich Silber oder Gold geschürft haben, dann haben sie sich das auch was kosten lassen. Die Herren aus Spanien. Und langsam und mühsam, wie zwei Wühlmäuse, schrauben wir uns weiter den Weg hoch und Richtung Passhöhe. Und dieser Pass sollte nämlich höher sein als der Abra del Acai, der allgemein gerne als der höchste Pass Südamerikas angegeben wird. Aber ich habe wenigstens die Situation auf Kamera, da kann man mal sehen, wie bescheuert man sein kann, nur wenn man eine Aufnahme machen will. Genau, man nimmt ein Video auf, glotzt in die Ferne und fährt Grütze zusammen. Zweiter Gang, ich auch. Zweiter Gang. Ja, da freut sich der Nico, dass er endlich mal wieder in den zweiten Gang schalten kann, nachdem er nur im ersten Gang den Berg hochgetuckert ist, weil in der Höhe einfach nicht mehr viel geht. Noch ein Stückchen höher und du bist auf 5000. Nico und ich haben es geschafft, mit unseren Mopeds im ersten Gang bis auf 4.911 Meter. Das ist die Passhöhe. Aber ich muss sagen, ich habe sie mir irgendwie spektakulärer vorgestellt. Das ist definitiv einer der höchsten Pässe in Südamerika und sie haben nicht einmal ein Schildchen aufgestellt. Und hier fahren wir schon schnurstracks auf die Laguna Morejón zu. Und hinten im Bild ist jetzt, wie vorher angekündigt, die Doppelspitze des Uturuncu.
Und hier mal wieder das berühmt-berüchtigte Wellblech, die typisch südamerikanischen Wellblechpisten. Die absolute Herausforderung für Ross und Reiter. Und? Ja. Es war mal wieder Zeit für eine Pause. Da haben wir einen Granatapfel aus Tupiza gegessen und Nico hat sich in so ein schön bequemes Graspolster gesetzt, was sich dann als Stachelkissen herausgestellt hat. Und wie man hier sieht, sind die Stacheln abgebrochen und haben mich die nächsten Tage noch beschäftigt. Und da haben alle 3 Kabelbinder, die Nikos Nummernschild gehalten haben, gleichzeitig gekündigt und sind weggeflogen. Also anhalten und irgendwie wieder befestigen. Über den Weg, du Doppelchen. Das ist er nochmal, der wunderschöne Uturuncu. Da ist ja der schöne Doppel-Uturuncu. Das ist jetzt der Eingang zum Nationalpark. Wir haben uns angemeldet, haben kurz die Geschichte erzählt, dass wir im Oktober schon mal da waren, aber Nico einen Unfall hatte und dann hat mich die Dame sogar wiedererkannt. Ach, du bist das, hat sie gesagt. Aber den Eintritt mussten wir trotzdem zahlen. Das ist aber okay. Der Park ist wirklich schön und man kann so lange drin bleiben, wie man will. Dich getroffen. Ich auch. Ja. Ich hoffe, der Weg ist jetzt ein bisschen besser. Nein, das war er nicht. Ja. Ja, Steine. Und dann zieht er sogar runter. Ja, Steine. Mist. Das ist ja blöd. Dann fahre ich hier auf der Seite durch. Hoppala, hoppala.
probiere ich mein Glück hier. Bist du erst an? Da sind fast gar nicht an der Seite. Und hier jetzt? Nur am Ende. Das sehe ich nicht, weil es dann. Okay, ich probiere einfach mein Glück. Das sieht ja hübsch aus. Ganz schön tief gewesen, gell? Aber ja, bei mir auch. Bei dir glaube ich noch mehr. Ich dachte, da ist die Autospur, die nehme ich auch. Das war doof. Sieht echt schön aus hier hinten. Ich habe den linken Fuß und linke Bein nass und du hast beide Füße nass, nehme ich an. Aber ich bin rausgekommen alleine. Ich bin Tschüss. nicht geschmissen. Ja, Alles gut. Nur nasse Füße. Also das ist doch wirklich in Ordnung. absolut. Du bist halt eine echte Matcha. Da ist richtig viel Wasser drin. Willst du kurz aus? Da wäre. Okay, gut. Und hier rechts haben wir nicht nur vor einigen Jahren den Frank getroffen, der uns viele tolle Tipps gegeben hat in Südamerika, sondern später auch die Nacht verbracht. Aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Denn wir sind ja noch weiter Richtung Laguna Colorada gefahren und die Nacht wollten wir dann in einer Hospedache in Guadalajara verbringen. Bis zur Laguna waren es noch ungefähr 55 Kilometer und diese Piste war wirklich fürchterlich. Und dann mussten wir die ganze furchtbare Strecke wieder zurückfahren, aber jetzt erstmal der Reihe nach. Die Strecke ist mega scheiße zu fahren. Weil es auf dem Hauptweg so rappelig war, haben wir es auf dem Nebenweg versucht. Das war auch nicht wirklich besser, die Schwierigkeit lag nur woanders. Und ganz weit vorne sehen wir auch das aufkommende Problem. Gewitterwolken. Fährt zwischen 30 und 40 mehr. Kannst du einfach nicht fahren. Geht nicht. Die Touristenfahrer mit den Jeeps, die können viel schneller fahren. Die können da 80 bis 90 fahren und die fliegen dann über das Wellblech einfach drüber. Aber für uns mit den Motorrädern ist es nicht möglich. Da ballert halt einfach durch. Geht's weiter? Ist besser? Ja. Okay, gut. Probier's. Ja, super. Geschafft. Und dann haben wir uns tatsächlich entschieden, umzudrehen. Hier sind wir bereits auf dem Rückweg, denn die Gewitter dort in der Höhe sind wirklich gefährlich. Und wir hatten absolut keine Lust, als Grillhähnchen zu enden. Links ist besser. Es ist nicht so steil hier. Genau.
Und da fahren wir also die ganzen 55 Kilometer wieder zurück. 3 Kilometer hätten nur noch bis zur Lagune gefehlt, aber es ist natürlich besser so, als dann dort im Gewitter zu enden. Da die Wolken hier leider auch nicht so gut aussahen, sind wir also tatsächlich bis zu der Unterkunft zurückgefahren. Ich war ja noch versucht, hier zu campen, aber Nico hatte schon recht, als er sagte, nee, das ist zu gefährlich. Ja, und in den Bergen ist es natürlich immer so eine Sache, man weiß nie genau, wo das Gewitter runtergeht, aber in diesem Fall war es richtig gewesen, denn später kam es. Da war ich noch auf der Suche nach einer schönen, geschützten Höhle für unser Zelt. Ja, das ist der typische Abendregen hier. Und als dann auch der Berg rechts im Bild im Regen verschwand, war ich überzeugt, dass wir besser zu der Unterkunft zurückfahren. So, wir hatten einen ganz schlimmen Tag mit ganz viel Rapp, 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 Rapp und noch mehr Rapp, Rapp, Rapp. Das war ganz furchtbar. Und dann sind wir auch noch ganz weit gefahren bis zur Laguna Colorada. Fast 3 Kilometer haben gefehlt. Aber dann war das Wetter so schlecht, dass wir ganz viel Rapp, 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 Rapp wieder zurückfahren mussten. Und das wollte ich jetzt kundtun. Ich wollte ja gerne zelten, der Nico hat aber darauf bestanden, dass wir in eine Hospedache gehen. Das war genau richtig. Das sind wir, die kostet nicht viel, 50 Bolivianos pro Nase. Und wenn wir das richtig gecheckt haben mit dem Essen, also Matecito, Abendessen, Cena und Desayuno, dann 70 Bolivianos pro Nase. Zusätzlich. Das bin ich mir nicht sicher, ob 70 zusätzlich, weil das wäre ganz komisch, oder dann insgesamt. Also schauen wir, entweder kostet es morgen 140 oder 240. Wir finden beides angemessen und sind total froh, hier zu sein. Das sind die Reste vom Essen, was ich gehofft habe, dass es gibt. Pommes mit Lavafleisch und Zwiebeln und Würstchen. Das ist der Nico, der die Reste in sich reinstopft. Gut, gell? Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr seid beim nächsten Mal bei der Katastrophenfahrt durch den Park mit dabei. Tschüss!